Ja, hallo liebe Leute, neues Video. Hier soll es gehen um FreeCAD, um KiCad und um Inkscape. Die drei Programme benötige ich für das, was ich vorhabe. Was habe ich vor? Ich möchte für die Platine, die ich bei PCBWay bestellt habe, möchte ich schon mal ein Gehäuse vorbereiten. Und da wollte ich zeigen, wie man aus einer Platine, aus KiCad, wie man die halt sich zurecht macht, damit man die in FreeCAD dann reinholen kann und um da zum Beispiel ein Gehäuse drum zu konstruieren. So, KiCad, da haben wir hier das Herz, das bekannte, das ist genau das, was ich bestellt habe. Und das sieht so aus. Und das werde ich jetzt hier nicht so komplett exportieren, damit ich es in FreeCAD bzw. erstmal in Inkscape reinhole, sondern in Teilen. Und zwar, das geht folgendermaßen, man geht hierher auf Exportieren und dann wählt man hier aus SVG. Scalable Vector Graphic heißt das, und das sind die Dateien, die Inkscape auch selbst erzeugt und damit auch gut umgehen kann. So, dann muss man sich überlegen, was möchte ich haben. Also einmal möchte ich nur die vordere Kupferlage sehen, dann möchte ich den Silkscreen haben. Silkscreen, das ist das bedruckte. So, dann geht es weiter. Die Edge Cuts, das sind die äußeren Ränder der Platine. Die können wir auch ruhig nehmen. Und dann haben wir aber noch den F-Courtyard und F heißt Front. Also ich will ja nur das haben, was auf der Front ist. Gucken wir mal gerade, ob wir hier noch sonst was haben. Na, ich denke mal, das sollte ausreichend sein. Und dann geht man einfach auf Exportieren und dann hat er jetzt die Dateien hier erzeugt, die SVG-Dateien. Ich kann das hier schließen, dann geht man in Inkscape und da holt man sich die einfach rein. Das heißt, dann geht man her, Datei importieren und wo haben wir es? Importieren, hier ist importieren und dann wählt man einfach im KiCad-Verzeichnis Herz und dann haben wir hier Edge Cuts, Silkscreen, das Kupfer und den Courtyard. So, die vier, die möchte ich importieren. Gehen wir auf Öffnen. Hier kann man einfach OK drücken und dann können wir hier mehrfach für alle Zeichnungen das drücken. Jetzt hat er hier einen hierhin gemacht. Das sind die Edge Cuts und die anderen hat er hier unten hingelegt. Ist aber nicht weiter schlimm, weil es wird sowieso die Größe dieses Blattes in Inkscape geändert. Dafür geht man wieder zurück in KiCad und dann haben wir hier die Platinenmaße bemaßt, das heißt 4,85. So, dafür habe ich einen Taschenrechner auf. Da ist er. Also, das war das 4,85 mal 25,4, 123,19 mm, Steuerung C. Dann wechselt man in Inkscape und geht jetzt einfach hier auf Datei, Dokumenten, Einstellungen und hier, da kopieren wir das einfach rein. So, jetzt haben wir schon mal die richtige Breite. Da müssen wir noch die richtige Höhe machen. Das heißt, wir gehen wieder in KiCad. 4 Zoll ist die Platine hoch. Also Taschenrechner 4 mal 25,4. 101,6, Steuerung C. Wieder in Inkscape und das kopieren wir hier hin. Einmal Enter drücken und dann können wir das schon zumachen. Da müssen also die ganzen Sachen drauf und da die genau die Größe haben, kann man die da auch einfach reinkopieren. Das heißt, die snappen dann hier so auf die Kanten, sofern hier oben das Snappen an ist. So, jetzt nehmen wir den nächsten. Und den ziehen wir jetzt auch hier rein, dass er da so schön snappt. Und dann nehmen wir den. Und dann haben wir hier, das ist der Silkscreen. So ist schon korrekt, dass der Silkscreen zu oberst hinkommt. Aber ob er wirklich zu oberst ist, das wissen wir noch gar nicht.
So, gucken wir uns das mal an aus der Nähe. So, da ist jetzt noch gar nicht alles so richtig sichtbar. Das heißt, die Platine selbst, was ist, das sieht man an den Objekten. Wenn ich hier 501 Objekte habe, dann ist das wirklich die Kupferfläche. Dann kann ich einfach mit der Cursor-Taste das so lang drücken, bis das nach hinten kommt. Und dann können wir noch die Farben der anderen Elemente ein bisschen abändern. Das heißt, da habe ich jetzt Gruppe aus 16 Objekten und ich denke mal, das sind die Texte. Nein, das können sie eigentlich nicht sein. Schauen wir mal nach. Die mache ich jetzt einfach mal schwarz. Das heißt, rechte Maustaste auf schwarz und Kontur festlegen. So, das sind die Umrandungen der Bauteile und die sind schön in schwarz. Dann sieht man die hier so richtig schön. So, die Platine selbst, die ist nicht rot, sondern das ist ja eher Kupferfarben. Da machen wir einen schönen Orangeton. Sowas zum Beispiel. Aber geht man her, rechte Maustaste und auch Kontur. Wobei, das hat er jetzt nicht gemacht. Warum nicht? Müssen wir mal schauen. Gruppe von 501 Objekten. Ah, doch nicht über Kontur. So, jetzt haben wir das. Ein bisschen heller kann man das noch machen. So, dann die Schrift hier. Mal gucken, dass wir die ausgewählt kriegen. Die 16 Objekte, das war ja die Grafik. Gucken. Kann man auch so sehen, wenn man die so rausschiebt. Oh, die gehören zusammen. Okay. Dann machen wir hier mal gefüllt weiß. Das ist die Schrift. Und so, dann Herz. So, und dann gucken wir mal, das war noch die Schrift hier. Oh komm, das reicht so. Also, jetzt habe ich hier die Platine schön positioniert und kann die jetzt exportieren oder einfach speichern. Das heißt, ich gehe jetzt her, speichern unter und dann gebe ich den Namen, das ist Herz SVG. Hier habe ich eine alte, wo ich das schon mal mit ausprobiert habe, aber ich überschreibe das jetzt mit der Version hier und ersetzen. So, dann haben wir FreeCAD, das ist offen, aber da ist noch nichts offen in Wirklichkeit. So, dann gehen wir in FreeCAD rein, Datei neu und dann wechseln wir hier auf die Image Workbench und setzen eine Bildebene. Und da möchte ich jetzt die Datei auswählen. Und dann müssen wir wieder schauen, das ist KiCad. IJK, da haben wir KiCad, dann ist das Herz 6. Herz 6 und dann haben wir hier Herz SVG. Das wird geöffnet auf der XY-Ebene, ist genau richtig. Und das macht aber nicht so hübsch, also gehen wir kurz in Inkscape zurück und exportieren das hier als eine PNG-Datei. Das heißt, einmal hier alles deselektieren, Datei, exportieren. So, die Größe ist mir hier ein bisschen schlapp. Da machen wir ruhig mal 2000 mal 1650 und die DPIs werden automatisch umgerechnet, also das wird gleich genau passen. Und dann können wir das exportieren und zwar herz.png.
Okay, die habe ich auch schon mal erzeugt. Dann machen wir einfach ersetzen und dann wieder in FreeCAD. Und dann setzen wir nochmal hier rein. Und da wählen wir jetzt Herz PNG, nicht SVG aus. Und auf die XY-Ebene. Und dann haben wir die Platine hier drin. Und die kann ich mir jetzt auch so hier anschauen. Die kann man jetzt erst einmal ein bisschen unsichtbar machen. Das heißt, wenn die selektiert ist, dann kann man STRG D drücken und kann hier das ein bisschen transparent einstellen. Da sieht man jetzt hier erstmal nichts, weil nichts anderes drin ist. Und das ist nur, wenn man was zeichnet, dass man da durch die Platine durchgucken kann. So, jetzt die Platine liegt schön mittig. Die lassen wir auch schön so. Und darum konstruieren wir jetzt die 3D-Objekte. Zum einen können wir uns überlegen, die Platine, die wird ja nicht so auf 0 liegen, sondern die wird so ein bisschen erhoben sein. Da kann man einfach die Image Plane hier anwählen und kann hier unten bei Placement die Position in Z. Dann kann man jetzt sagen, okay, die Platine soll zum Beispiel 3 mm erhöht in der Box liegen. Da kommen dann so Abstandsstücke drin. Wir können aber auch ruhig 4 mm machen. Und dann beginnen wir erstmal mit der Konstruktion. Das heißt, wir gehen auf den Part Design Modus, machen einen neuen Körper, neue Zeichnung. Und zwar auf der XY-Ebene. Und da wird jetzt einfach hier drum ein Rechteck gezeichnet. Und das machen wir so. Das Dreieck muss jetzt nicht unbedingt symmetrisch sein. Würde ich in dem Fall auch nicht unbedingt empfehlen. Das heißt, hier, da können wir ruhig symmetrisch machen. Und ich mache es erstmal hier auch symmetrisch, dann können wir gleich gucken, ob das überhaupt Sinn macht. So, dann kann man jetzt erstmal Maße festlegen. So, bemaßen wir das hier mal 128. Ja, jetzt machen wir mal 132. So, das Maß hier, das machen wir 110. So, da muss hinterher ein Stecker reingestöpselt werden. Deswegen ist es sinnvoll, das hier richtig dicht abschließen zu lassen und gegebenenfalls auch gar nicht da eine Wand zu produzieren. Müssen wir uns hinterher angucken. Ich lasse es erstmal so. Also das ist jetzt der Boden dieses Gehäuses und das nehmen wir so, machen eine Aufpolsterung. Die machen wir aber umgekehrt nach unten. Sonst hier ein bisschen zurechtschieben, dass wir das sehen. Umgekehrt und der Boden, der reicht, wenn der 2 mm dick ist. So, jetzt sieht man hier, da liegt die Platine und da müssen jetzt noch die entsprechenden Befestigungslöcher drunter. Die können wir jetzt erstmal reinzeichnen. Das heißt, einmal hier selektieren und eine Zeichnung erstellen. Und dann können wir einfach hier jetzt Kreise reinzeichnen. Da machen wir 2 Stück. Und das machen wir hier jeweils auch. Auf den Mittelpunkt den zweiten Kreis. Und das machen wir hier auch. Und da auch. So, dann kann man sich das hier immer umstellen. Dann ist zwar die Platine nicht mehr sichtbar, man hat aber besseren Zugriff auf die entsprechenden Elemente. Das heißt, ich selektiere jetzt erstmal die 4 Kreise und drücke die Taste E oder hier das Gleichheitszeichen. Und dann sind die alle gleich. Und das machen wir mit den äußeren Kreisen hier auch. Und Taste E.
So, jetzt ist es so, dass die hier horizontal zueinander liegen, die liegen vertikal zueinander, die beiden hier auch horizontal und die auch vertikal. Und dann machen wir hier das wieder sichtbar und jetzt können wir die hier zurecht biegen. Einmal können wir Maße festlegen, und zwar das Loch hier, das ist 4 mm. Das machen wir hier mit 4 mm und dann kann man das jetzt so hier rein platzieren und kann das jetzt eigentlich erstmal bemaßen. Das heißt, oder man macht es einfach so, dass man es fixiert. Da muss ich immer überlegen, welche Funktion ist die richtige. Fixieren. Ne, da muss man eine Kante nutzen. Das ist das hier mit dem Lock und dann werden die, also dieses ist jetzt nicht mehr verschiebbar und das hier, das kann man jetzt noch verschieben, aber nur in dieser Richtung. So, und dann können wir jetzt hier das Maß festlegen. Und das machen wir jetzt hier auch noch mal gerade. Da kann man jetzt nur noch in dieser Richtung bewegen. Und dann können wir jetzt noch das Maß hier festlegen. Das zu dem Punkt. Und jetzt sollten die eigentlich fixiert sein. Also ganz, ja doch, das ist schon ziemlich genau. So, dann kann man sich hier überlegen, wie groß macht man diese Teile hier. Ruhig ein bisschen kleiner. So. Machen wir es mal so, dass es da nicht die Lötpunkte drauf liegen und dann bemaßen wir das auch. 6,7. So, dann haben wir die auch und die hatte ich ja, wenn ich das richtig sehe, 4 mm gemacht. Also brauchen wir jetzt hier einfach nur eine Aufpolsterung machen von 4 mm. Und dann, ja, das hat aber nicht so ganz funktioniert. Das war 1 mm, so 4 mm. Gucken wir uns das an und dann liegt die Platine da so drauf. Gut, dann machen wir jetzt noch das Gehäuse außen. Das heißt, ich selektiere das hier, eine Zeichnung. Und da kann man jetzt wieder hier das Rechteck reinzeichnen. Das machen wir jetzt wieder. Da ich das hier wirklich komplett symmetrisch gemacht habe, kann ich das auch zentrisch symmetrisch machen. Die 3 und Taste S drücken oder aber diese Funktion hier. Und jetzt ist das symmetrisch in der Richtung, symmetrisch in der Richtung. Und dann kann man sich hier wieder die Maße setzen. 130 waren das, wenn ich das richtig sehe. Ne, 132 glaube ich. Ja, und dann machen wir das Maß hier noch. Und das waren 115. Ne. So, dann haben wir, hätte ich auch die Zeichnung kopieren können, muss man aber nicht. Und dann machen wir hier ein neues Rechteck rein. Und das ist wiederum symmetrisch. Die und den mittleren Punkt hier selektieren, Taste S. Jetzt kann man hier einfach die die Wandmaße eintragen lassen. Das heißt, das Maß hier, das sind 4 mm, ist viel zu dick. Machen wir mal 2,5 mm. Und das Maß hier, das machen wir dann auch die 2,5. Und schon haben wir die Wand fertig, weil durch die Symmetrie ist das komplett übertragen worden. So, dann können wir jetzt hier eine Aufpolsterung machen.
So, kann man sich überlegen, wie hoch wird das Gehäuse überhaupt. Da muss ja hier dieser USB-Stecker, der muss da halt Platz haben, dass man den einstöpseln kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch der ist, aber wie gesagt, ich werde das auch noch nicht drucken, sondern erst wenn die Platinen da sind, umgelötet, weil dann kann man das viel besser machen. Aber ich kann das schon mal vorbereiten. So, jetzt kommt da ein Deckel drauf. Also hier werden jetzt irgendwelche Schrauben reingedreht und dann wird die Platine mit befestigt. Die hat dann hier eine gewisse Dicke, 1,5–2 mm die Platine, und dann kann auch dünner sein. Dann ist sie da drin. Hier kommen ja die Leuchtdioden drauf und ich will die ganzen Leuchtdioden und auch die Platine hier und vor allem auch das Tutorius-Logo hier, das will ich alles sehen. Das heißt, der Deckel soll gar nicht so soll eine große Aussparung haben. Auch die Widerstände hier, die dürfen ruhig oben rausschauen. Das haben wir hier, die Widerstände, da ist einer und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Widerstände. Und dann hier muss natürlich auch eine Aussparung rein, da kommt die Programmierstrippe dran und hier, da kommt eine runde Aussparung, das sind die Taster. Gut, jetzt machen wir den Deckel. Das heißt, der Deckel gibt ein neues Bauteil, also einen neuen Körper. Und da mache ich jetzt das wirklich mal mit der Kopierfunktion. Das heißt, ich kopiere diesen Sketch, den ich gerade hier angelegt habe. Hier wird dann ausgewählt der Pad hier, das wird weggemacht. Dann haben wir nur das Grau und die anderen sind alle weiß. Also OK drücken, STRG V. Dann kommt die Zeichnung hier unten hin und die kann ich jetzt einfach in den neuen Körper reinziehen und kann nun damit arbeiten. Die soll aber gar nicht auf der XY-Ebene liegen, sondern hier oben drauf. Da machen wir eine Datum Plane zunächst einmal, und zwar die Datum Plane, die wird basiert auf der XY-Ebene, aber die von diesem Körper. Da wird hier Datum Plane ausgewählt und dann kann die Datum Plane nun nach oben gesetzt werden, und zwar in Richtung Z. Da haben wir die und dann kann man hier das von der Seite anschauen. Gucken wir es mal so an. 10 mm ist das hoch. 10 mm ist das richtige Maß. Dann drücken wir OK. Die Datum Plane können wir jetzt unsichtbar machen. Und da wird dieser Sketch draufgelegt. Das heißt, die Datum Plane hier selektieren, diese Funktion hier auswählen, Skizze einer Fläche zuordnen, Sketch 003 auswählen und Flat Face aktuell und empfohlen, das ist korrekt. Und dann können wir jetzt den Sketch sichtbar machen und dann liegt der wirklich hier oben drauf. So, das soll jetzt den Deckel geben. Das heißt, ich editiere jetzt diesen Sketch und mache erstmal den äußeren Bereich blau, indem ich hier auf diese Funktion drücke. Dann ist das Hilfsgeometrie. So, dann machen wir hier die Maße ein bisschen größer, weil der Deckel soll da reinpassen, aber halt nicht zu spack. Das heißt, die müssen größer werden. Nee, nicht größer, doch größer. 2,7 und hier auch 2,7. Gucken wir uns das mal an. Ja, das kann man so lassen. Und das wird jetzt erstmal nach unten aufgepolstert. Das heißt, falsche Richtung, umgekehrt. Und das wird auch 2 mm dick. So, dann können wir den Körper hier mal ein bisschen unsichtbar machen. Das heißt, Transparenzsteuerung D drücken, mit selektiertem Körper hier die Transparenz einstellen. Dann kann man sich das hier so anschauen, wie das aussieht. Okay, wir schließen das und dann
kommt ja hier jetzt noch oben was drauf. Das heißt, wir machen nochmal eine Kopie dieser Zeichnung. Da kann ich jetzt einfach STRG V drücken, weil den habe ich noch in der Zwischenablage. Den kann ich wieder in den Körper reinsetzen. Und jetzt brauche ich aber nicht mehr die Datum Plane auswählen. Ich wähle einfach diese Fläche hier und wieder über diese Funktion. Das ist jetzt Catch 004, der darauf platziert wird. Und dann wird der editiert und da macht man jetzt diese Teile hier, die inneren, die werden zu Hilfsgeometrie und dann wird das eine Aufpolsterung und der ist natürlich nicht so dick, sondern der ist auch 2 mm dick, der Deckel. Vielleicht auch nur einen, muss ich mal überlegen, aber erst im Moment machen wir es erstmal 2. So, das ist jetzt der Deckel, der da oben drauf kommt und der muss jetzt noch die Aussparung kriegen. Also hier, da sieht man schon, das passt so nicht mit dem USB-Anschlussstecker. Also das muss höher werden oder hier muss komplett eine Aussparung rein, dass er da so rausgucken kann. Ich denke mal, das Letztere werde ich da wählen und dann machen wir den Deckel jetzt erstmal ein wenig unsichtbar. Wir können jetzt erstmal den Sachen Namen geben. Das ist Box, nennen wir das. Das ist Deckel. Mit F2 mache ich das, dass ich da die Parameter anwählen kann. Und der Deckel mit Steuerung D, der wird jetzt auch ein bisschen transparent. Und dann kann man da so durchgucken und kann jetzt hergehen und sich überlegen in der Aufsicht, was möchte ich denn hier ausschneiden? So, jetzt ist der noch nicht unsichtbar genug. Also nochmal Steuerung D. Machen wir den noch ein bisschen transparenter. Und dann können wir es schließen. Und jetzt wird auf hier die obere, muss man immer gucken, jetzt wenn man es transparent geschaltet hat, immer das Richtige selektiert hat. Jo, das sieht gut aus. Da kommt eine Zeichnung drauf. Und da wird jetzt erstmal hier, das würde ich mit dem Spline ausschneiden. Und hier sieht man, da muss auch mehr ausgeschnitten werden, der Deckel. Da würde ich den auch wirklich da so reinfräsen. Okay, das machen wir einfach mal. Also nehmen wir einen Spline. Und zwar muss man den geschlossen machen. Nein, den schließen wir hinterher, weil das gibt ja hier das Herz. Das heißt, ich fange erstmal hier an. Die kann man hinterher noch alle schön gerade rücken. So, der kommt dahin. Da machen wir das hier. Der kommt. Ne, der kommt schon dahin. Dann kommt der hier dahin. Dann machen wir hier jetzt weiter. So, rechte Maustaste. So, jetzt kann man das hier entsprechend bewegen. Wie gesagt, der ist da richtig. Der hier, der muss da rüber. Das machen wir so. Und dann machen wir jetzt auf der anderen Seite auch ein Spline. Das können wir hier direkt anbinden, hier unten. Und dann machen wir hier die wieder ungefähr dahin.
sie hier auch waren. So, da können wir wieder ein bisschen freier sein. Da haben wir den und da haben wir den. Rechte Maustaste. So, kann man hier noch ein bisschen das platzieren. So. Da kommt ein Kreis rein. Da kann man dann das Tutorials-Logo schön sehen. Okay, das machen wir jetzt einen Ausschnitt. Also eine Tasche. Und der sagen wir durch alles. Und dann kann man hier so reingucken. Die Widerstände können da rausgucken. Die Leuchtdioden können rausgucken. Und dann machen wir direkt noch die weiteren Ausschnitte in diese Zeichnung rein. Und zwar hier, das wären die Taster. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die sind. So, die beiden Kreise, die werden gleich groß. Die sind natürlich horizontal zueinander angeordnet. Und dann kann man die so. So können wir die mal machen. 8 mm wären die Löcher. So, der Abstand hier. Können wir ruhig das nehmen. So, jetzt kommt hier der Ausschnitt. Da machen wir wirklich ein Rechteck rein. Und dieses Rechteck, das muss natürlich dann hier unten auch noch ausgefräst werden. Das heißt, da können wir einfach diesen Sketch hier kopieren. Da geht man wieder hier, guckt nach, Sketch 5, klappt das hier auf, macht hier das Pad weg und dann ist die Zeichnung selektiert, STRG V. Dann haben wir hier die drin und die muss jetzt in die Box reingezogen werden. Kann man sich das hier zurecht schieben. Sketch 6 ist das. Schieben wir in die Box. Und der wird jetzt, machen wir den Deckel gerade unsichtbar mit der Leertaste, da drauf gesetzt. Das heißt, diese obere Fläche hier selektieren. Welche Zeichnung? Das ist jetzt Sketch 006. Okay, okay. Und dann können wir den Sketch 6 jetzt uns anschauen und können das selektieren, was wir da nicht brauchen. Das entweder rausschmeißen oder aber zu Konstruktionslinien machen. Das heißt blau. Das Ganze, wie gesagt, hier heißen Hilfsgeometrien, heißen sie in FreeCAD. So, dann haben wir nur noch das hier. Und dann kann man jetzt den Sketch 6 nehmen, eine Tasche. Muss aber die Box einmal doppelklicken, dass die schwarz wird. Und dann kann man Sketch 6, eine Tasche. Und dann kann man jetzt hier gucken, wie tief muss die Tasche sein. 5 reicht da nicht. Also so, dass die Platine... Ich muss gerade mal von hier angucken. Ja, so ist das okay. Und dann machen wir den Deckel wieder sichtbar.
Und das gibt dann den Stromanschluss. Hier kann man auf die Taster zugreifen. Da sieht man Tutorials. So, das LED-Herz hier. Ja, kann man sich jetzt überlegen, ob man die auch noch rausarbeitet. Können wir ruhig machen. Also den Deckel nochmal doppelklicken. Dann hier obere Fläche selektieren, eine neue Zeichnung. Und dann können wir jetzt hier rein, da können wir einen Nut reinmachen. Diese Funktion hier. So, die wird einmal horizontal hier. Und 30 mm. Den fixieren wir mal. Das war diese. Und jetzt kann man hier das, glaube ich, einfach so ziehen. So gefällt mir das. Okay. Und dann machen wir das hier für das Herz auch noch. Da auch so eine Not rein. Horizontal. Maß 31 und den fixieren wir. Und dann kann ich das jetzt hier so schieben, dass es da komplett reinpasst. So, dann haben wir das sichtbar. Den Chip selbst kann man auch noch sichtbar sein, muss aber nicht. Die Widerstände müssen auch nicht unbedingt sichtbar sein, aber die sind zu groß, die kann man nur oben rausschauen lassen. Sonst hätte die Platine anders aufgebaut werden müssen und wäre einiges größer geworden. So, hier sieht man jetzt auch noch, da ist der, obwohl, oh, der guckt doch gar nicht da rein, ne, das passt. So, dann machen wir jetzt diese Ausschnitte hier noch. Das heißt, schließen, Tasche durch alles. Gucken uns das mal an. Das ist natürlich hier jetzt nicht so prickelnd. Da muss man sich schon was überlegen, wie man das stabiler hinkriegt. Wobei, das hängt hier nur an diesem Seitenfaden hier. Das macht nicht so richtig viel Sinn. Das hier, das ist völlig in Ordnung. Also mit dem LED-Herz, dass man das lesen kann. Da muss man sich vielleicht eine andere Sache überlegen. Das heißt, gucke ich mir die Zeichnung gerade nochmal an. Sketch 7 und so, das Maß, das ist in Ordnung. Das Maß hier, das können wir rauswerfen erstmal. Aber der ist hier noch, das Maß muss auch raus. Das Rechteck können wir noch ein bisschen ändern. So, das heißt, machen wir das so. Und ich schaue jetzt mal hier in den Sketch und dann machen wir erstmal das fest, was fest sein muss. Also das Maß, das haben wir. Das Maß, das können wir auch lassen. Und dann können wir hier
jetzt das noch ein bisschen nach unten setzen. So. Dann sieht das so aus mit dem Deckel. Ist sehr dünn da, aber das geht wohl nicht anders. Okay. Ist auch eine reine... Man muss das nicht unbedingt lesen können. Okay, jetzt haben wir den Deckel hier. So, hier kann man sich das mal anschauen. Das ist vielleicht auch nicht so top. Das heißt, gehen wir hier rein und dann bewegen wir jetzt die hier noch ein bisschen, dass wir da ein bisschen Material mehr haben. Bei dem Deckel hier genauso. So, können wir schließen und dann sieht das so aus. Ja, das wäre jetzt der Deckel. Ohne dass die Schrift da sichtbar ist, ist das wesentlich stabiler. Muss man sich überlegen, ob man das einfach wegmacht. Der Deckel an sich ist auch sehr dick. Mit seinen 2 und 2 mm. Den können wir auch durchaus dünner machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in den Deckel reingehe, der Pad hier, der ist 2 mm. Den machen wir mal 1 mm. Und den zweiten Pad hier, den machen wir auch 1 mm. So, dann haben wir den Deckel da jetzt noch ein bisschen dünner. Sollte immer noch völlig ausreichend sein. So, fehlt jetzt noch was? Nö. Also, da können wir jetzt die Platine einbauen. Ich weiß nicht, ob ich das Ding so drucke. Muss man sich mal anschauen. So, wir können jetzt die Sachen erstmal wieder sichtbar machen. Das heißt, Steuerung D und dann ja, das hat er jetzt nicht gemacht. Jetzt aber, und dann machen wir hier die Transparenz weg. Und das machen wir beim Deckel genauso. Transparenz weg. Und dann sieht man nämlich so wesentlich besser, ob das so machbar ist. Ich denke mal ja. Gut, das soll es auch zu diesem Video gewesen sein. Wenn ich die Platine von PCBWay bekomme, dann weiß ich halt mehr. Dann werde ich die erstmal zusammen mit euch begutachten, dann auch mit euch zusammen löten und bestücken, löten und auch in Betrieb nehmen. Alles weitere Videos, ich schätze mit einer Lieferung der Platine in der nächsten Woche. Das heißt, wir haben heute Sonntag, Montag ist Feiertag. Ich denke mal Ende der nächsten Woche sollte die Platine im Briefkasten sein und dann kann ich loslegen. Gut, dann war es das zu diesem Video. Danke fürs Zuschalten. Kurz noch zur Info, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Klicke auf die Glocke, ihr werdet halt über neue Videos informiert und damit danke fürs Zuschalten und bis zum nächsten Video. Tschüss!